Heute zeige ich euch, wie ich mit meinem Elementor gespielt habe, auf Nachfrage von euch. Das heißt, ich zeige euch, in welcher Reihenfolge habe ich meine Skills benutzt und wie spiele ich generell mit meinem Elementor. Und ja, das Ganze erklärt man natürlich am besten, wenn man es auch macht. Also fangen wir erstmal mit dem Pullen. Wie pulle ich Monster? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Hauptsächlich benutze ich persönlich Earthquake. Und nur bei größeren Gruppen könnt ihr mal bei mir gucken, also ihr könnt auch mal gucken, wie ich meine Tasten quasi belegt habe. Also 1 ist Earthquake, weil es der Skill ist, den ich am häufigsten benutze. F1 bis F3 sind die drei Cooldown-Skills, könnte man sagen. Also die fallen in die Gruppierung der Cooldown-Skills beim Elementor. Lightning Storm für Level 70, hat einen langen Cooldown. Meteor Shower für Level 70, hat einen langen Cooldown. Und Sandstorm für Level 70, hat einen langen Cooldown. Ja, warum es eine Gruppe ist, die auch über 70 geht, es gibt noch Avalanche für 75, der fällt quasi in die gleiche Kategorie, hat auch einen langen Cooldown und die gleiche Range. Aber Avalanche hat halt einen Stun, deswegen eignet er sich nicht zum Pullen. Genauso wenig wie Windfield übrigens. Also das ist auch der Grund, warum ich diese Skills gewählt habe. Also zur Erklärung, Earthquake, einfach aus dem Grund, weil es der einzige AOE-Skill ist, der keinen Cooldown hat und kein Slow. Und das ist sehr wichtig beim Pullen, weil wenn ihr die Monster zum Beispiel mit Windfield, also Windfield wäre eigentlich der einzige andere Skill, mit dem man noch einzeln pullen könnte, abgesehen von den 70ern natürlich, wobei die halt selten einzeln pullen, weil die so eine hohe Reichweite haben, das heißt, da pullt man meistens mehrere Monster. Und deswegen ist Windfield so ungeeignet, weil man da jetzt schon während dem Pullen Monster slowt. Und das will man nicht machen, weil das Problem ist, wenn du schon das erste Monster geslowt hast und dann jetzt aber, wie perfektes Beispiel, keine wirklich guten Pulls in der Nähe hast, also keine guten Gruppen von Monstern, da musst du extrem weit laufen zum nächsten Monster. Und dann hast du quasi ein Monster, das extrem weit von dir weg ist, geslowt ist, irgendwann vielleicht sogar wegläuft, weil es einfach vergisst, dass es überhaupt da ist, weil es so weit weg ist, weil es dir nicht hinterherkommt. Und das ist einfach schlecht. Du hast dann irgendwann überall einzelne Monster rumlaufen, die alle halb geslowt sind. Manche sind aber nicht geslowt, das heißt, du hast hinter dir eine schnelle Gruppe von Monstern, überall vereinzelt einzelne langsame Monster, also Windfield ist gänzlich ungeeignet zum Pullen. Und deswegen Earthquake einfach, wie gesagt, kein Cooldown. AOE-Pull, also wenn Mobs nah genug beieinander stehen, kann man auch mit Earthquake easy mal 5 Mobs auf einmal pullen. Und bei größeren Gruppen hat man die drei Optionen Lightning Storm, Sandstorm und Meteor Shower, die eben eine größere Range haben. Und das heißt, wenn die Monster in großen Gruppen, aber vielleicht nicht allzu nah beieinander stehen, dann wählt man eher die Skills zum Pullen und ansonsten Earthquake. Und das ist eigentlich das komplette Pulling. Also das mache ich mit 4 Skills, nie mit mehr. Außer ab und zu vielleicht mal Poison Cloud, wenn wirklich extrem viele Monster beieinander stehen, dann auch mal Poison Cloud. Aber in der Regel eigentlich nur die 4, die ich jetzt gerade genannt habe. Also bei mir ist das quasi F1 bis F3 und Earthquake, weil es der wichtigste Skill ist. Also ich mache immer auf 1 meinen absoluten Nummer 1 Skill, ist quasi der Skill, den ich am meisten benutze. Und das ist in dem Fall eben Earthquake. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten und eigentlich auch schon letzten Schritt. Und zwar, wie töte ich die Monster dann, nachdem ich sie so fleißig gepullt habe. Also zum Pullen kann ich noch sagen, wie lange man pullt oder wie viele Monster man pullt, das ist jedem selbst überlassen. Hängt halt einfach auch wirklich mit dem Schaden zusammen. Und man sollte halt wirklich auch immer nur so viele Monster pullen, wie man auch wirklich töten kann. Also man kann sich mal verschätzen, vor allem wenn man halt mal einen Portbug hatte oder wenn man mal einen Fehler gemacht hat und einmal Blinkpull mehr benutzen muss oder so, einfach um nicht zu sterben oder sowas. Ich meine, dass dann mal Monster weglaufen, das kann passieren. Machen in Astra übrigens auch viele Face-Tanks, dass sie so viele Monster pullen und die dann einfach weglaufen beim Pullen schon. Also es ist jetzt nicht eine Sache, die nur Hit-and-Run-Spielern machen. Aber ich würde es euch einfach empfehlen, weil es ist einfach Zeitverschwendung, wenn ihr mehr Monster pullt, als ihr töten könnt. Weil dann habt ihr Zeit fürs Pullen verschwendet, macht den Monstern sau viel Damage. Ihr macht insgesamt der gesamten AOE weniger Damage, das heißt die gesamte AOE dauert länger. Und euch laufen dann auch noch 10 Mobs weg. Ist einfach komplett sinnlos und komplette Zeitverschwendung. Also man sollte sich schon ungefähr so immer die Pulls angewöhnen zu ziehen, wenn man sie auch wirklich schafft. Ja. Also man sollte nicht mehr sich auf den Teller schaufeln, als man auch essen kann sozusagen. Und genau. Was ich dann mache, also Schritt 1 ist quasi beim Pullen, bei größeren Gruppen, das habe ich jetzt probiert hier im Hintergrund schon mal so 1-2 Mal zu machen, ist, dass ich zwischendurch größere Gruppen von Mammuts beim Pullen mit Poison Cloud schon mal vorbelaste.
Das heißt, hier jetzt zum Beispiel sind so 5 Monster, das würde ich sagen, ist das absolute Minimum. Das ist eigentlich zu wenig tatsächlich, wo ich Poison Cloud benutze. Ich meine, jetzt sind hier gerade allgemein ziemlich wenig Monster, deswegen ist nicht so schlimm. Also hier kriegt man jetzt eh so keinen wirklich krassen Pull zusammen. Ja, und dann immer mal wieder so machen, dass man hier schon mal so 5, 6, 7, 8, was auch immer, Monster eben schwächt mit Poison Cloud. Und wenn man dann fertig ist mit Pullen, dann mache ich persönlich so, also dann gehen wir jetzt schon in die nächste Phase. Also die erste Phase ist quasi mit Poison Cloud vorschwächen nach Möglichkeit, aber nur bei großen Gruppen. Und die zweite Phase ist dann die wirkliche Kill-Phase. Und hier ist es so, da ich ja also ich spiele halt, wie gesagt, anders als andere Leute. Elementor, also ich habe mir sozusagen meinen eigenen Spielstil mehr oder weniger angewöhnt und mit dem ich auch recht zufrieden bin. So macht es mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und das ist ja auch nicht unwichtig. Und ich mache es dann einfach so, da ich ja mit jedem Skill pulle, also abgesehen von Avalanche und Windfield und Burning Field, habe ich halt, je nachdem, wo ich gerade bin, also ab und zu habe ich Poison Cloud verfügbar oder eben auch nicht. Ab und zu habe ich die 370er verfügbar oder keinen der 370er. Das kommt immer drauf an. Das heißt, es ist nicht immer die exakt gleiche Reihenfolge, weil es halt auch davon abhängig ist, wie habe ich gepullt, wann habe ich zuletzt meine Skills benutzt und so und wie sehen gerade die Cooldowns einfach aus. Also das ist mir persönlich auch vollkommen egal. Also ich mache dann nicht irgendwie so, ich bin jetzt fast fertig mit Pullen, jetzt benutze ich den Skill nicht mehr, weil sonst kann ich ihn jetzt beim Kill nicht benutzen. Also das ignoriere ich komplett. Also ich ziehe einfach mein Ding durch beim Pullen, genau wie mit Poison Cloud beim Pullen, einfach benutzen nach Gefühl, absichtlich nur weniger Monster zu demonstrieren und zwar mache ich dann Folgendes. Wenn verfügbar, immer Poison Cloud. Also Poison Cloud hat die oberste Priorität, das ist immer der Number One Skill. Poison Cloud muss, sobald ihr zum Killen übergeht, immer auf Cooldown sein. Poison Cloud darf niemals auch nur mehr als eine Sekunde quasi unbenutzt bleiben. Also Blinkpool und dann Poison Cloud. Genau. Das war jetzt eine schlechte Demonstration, weil jetzt habe ich so lange darüber geredet, dass die Monster schon gestorben sind. Aber keine Sorge, wir ziehen uns einfach schnell ein paar neue. Wie gesagt, jetzt extra nur wenige Mobs, um es besser demonstrieren zu können. Danach mache ich es wieder mit voll. Aber sonst geht es einfach zu hektisch zu. Also ich habe die Mobs zusammen. Dann, wie gesagt, oberste Priorität Poison Cloud. Meistens, zumindest in Astria, ist es so, dass die Monster so viel HP haben, dass man zwischendurch nochmal Poison Cloud benutzen kann, weil Poison Cloud einfach nicht genug Damage macht, um Mammuts oder zumindest Ancient Mammuts zu töten. Zumindest bei mir nicht und vor allem, wenn ich ohne Power-Up spiele, dann sowieso nicht. Genau. Und was mache ich dann? Dann mache ich Windfield, bis die Monster mich erreichen, also erreichen würden. Also quasi letzte Sekunde mache ich Blinkpool weg, also Windfield und dann Blinkpool. Jetzt sind die wieder tot, aber ist egal. Also ich slowe sie, solange ich kann, dann Blinkpool ich weg und dann benutze ich Avalanche. Dann sind, ja, leider nicht alle Mobs geslowt. Das liegt einfach daran, dass Windfield nicht der allerbeste Skill ist. Aber jetzt zeige ich es euch nochmal. Zack, zack, zack. Blinkpool, Avalanche. Im besten Fall sind viele Mobs gestunt. In Burning Field. Und dann baller ich einfach alles raus, was ich habe. Wenn zu viele Monster nicht geslowt sind, dann auch weiter Windfielden. Kommt halt immer auf die Situation an. Ja, moin, was für ein Hindernis bitte. Was zum Teufel? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist natürlich wieder ein klassischer Blinkpool-Fail. Ich habe keine Ahnung, wo da ein Hindernis gewesen sein soll. Das war einfach eine komplett freie Fläche, aber okay. Ja, genau. Und das war es im Endeffekt schon. Und zur Erklärung ist das Ganze eigentlich ziemlich simpel. Und zwar, ich ziehe nochmal ein paar neue Mobs hier. Also, ich will sie natürlich slowen wegen Burning Field, weil wenn ich Burning Field einsetze, will ich nicht, dass die Monster da direkt rauslaufen. Das heißt, ich slowe, dann stun ich, dann mache ich Burning Field und dann arbeite ich um Burning Field rum. Das heißt, ich probiere die Monster immer so ungefähr im Burning Field zu lassen. Das heißt, ich teleportiere mich auf die andere Seite, dass die Monster nochmal durchs Burning Field laufen und benutze halt währenddessen einfach alle Skills, die ich habe, ja. Also Earthquake ist tatsächlich ein sehr schlechter Damage-Skill. Windfield ist auch nicht der beste Damage-Skill. Die 70er machen mehr Damage, aber die 70er haben halt Cooldown. Das heißt, im Endeffekt ist es eine ständige Rotation zwischen Anfang tut's mit Windfield, wie gesagt, Avalanche, Burning Field. Wenn zu viele Monster nicht geslowt sind, weiter Windfield. Ansonsten wieder Poison Cloud, falls verfügbar. Oder einfach die 70er reinknallen. Also Stun, Burning Field. Ich meine, jetzt muss ich nicht wegblinkpoolen, weil es nur so wenig Monster sind. Und dann einfach die 70er reinknallen, bis einfach alles tot ist. Und das ist es im Endeffekt, ja. Aber ja, es hat sich einfach bewährt, dass man halt ein Monster zumindest ignorieren kann. Und erstaunlicherweise reicht das oft, weil mit Slow
Also ich sag mal so, es sind in der Regel so 3-mal Windfield plus Avalanche, die ich mache. Da muss es schon extrem krasser Pull von Monstern sein. Also wirklich so, ja, keine Ahnung, 50, 60 Monster, jetzt mal übertrieben gesagt. Also effektiv wahrscheinlich weniger, eher so 30, 40 wahrscheinlich. Dass du wirklich Windfeedest, so wie jetzt im Endeffekt, dass du wirklich Windfeedest und Avalanche machst und dann mehr als ein Monster. Ihr seht, jetzt kommt ein Monster auf mich zugelaufen. Und in der Zeit kann ich schon mal alles raushauen. In dem Fall sind jetzt alle Monster geslowt. Und dann einfach zack, die 70er rein spammen. Poison Cloud ist auf Cooldown. Ich habe keinen Link Attack benutzt. Lull. Mobs stehen im Burning Field. Ich meine, Burning Field hat nicht die höchste Priorität. Also ich meine, ich würde jetzt nicht sterben, nur damit die Monster durch Burning Field weiterlaufen. Aber man muss es natürlich im Auge behalten oder im Hinterkopf behalten. Oh, da ist eine Fläche, da kriegen die Monster permanent zusätzlichen Schaden. Im Endeffekt genau der gleiche Skill wie Poison Cloud, nur dass Poison Cloud auf dem Monster sitzt und Burning Field sitzt auf dem Boden. Aber das ist eigentlich richtig easy, weil wenn man das weiß, und das weiß man ja, dass man Burning Field eingesetzt hat und vor allem, wo man es eingesetzt hat, dann kann man halt einfach mit seinem Blinkpool sich so ungefähr in die Richtung bewegen, dass die Monster quasi nochmal durchs Burning Field durchlaufen. Also da ist jetzt auch eine gute Demonstration. Machen wir uns mal hier das Burning Field rein, dann Stun. Und dann blinke ich mich sozusagen einfach auf die andere Seite. Und jetzt müssen alle Mobs nochmal durchs Burning Field laufen. Und damit habe ich garantiert mindestens 4-5 Mal bei den meisten Monstern, wenn nicht sogar 6 Mal Burning Field Damage bekommen. Und jetzt denke sich der eine oder andere vielleicht, hä, aber Burning Field ist doch ein Feuerskill. Gegen Wassermobs ist doch mega sinnlos. An für sich ja. Also ich meine, dass Mammuts ausgerechnet Wasser sind, ist sehr ärgerlich, weil Burning Field meiner Meinung nach ein extrem guter Skill ist. Und hier natürlich jetzt dadurch extrem abgeschwächt wird, aber ich zeige es euch jetzt mal bei einem einzelnen Mammut, was Burning Field für einen Damage macht. Es ist nämlich gar nicht so zu unterschätzen. Erstmal brauche ich neues Food, damit ich hier nicht sterbe. Und genau, dann nehmen wir uns mal hier diesen Agro-Mammut. Slowen es mal am besten noch. Genau. Und jetzt guckt euch mal an, wie viel Damage Burning Field macht. Jai. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Genau. Das heißt, im Idealfall, wie gesagt, trifft man Monster so 4 bis 6 Mal. Und jetzt müsst ihr es euch eigentlich einfach nur ausrechnen. 4 mal 8000 ist wie viel? Das sind 32.000. Und ich habe jetzt Link Attack und GT aktiv. Und mit meinem stärksten Skill mache ich gerade mal 40.000 Damage. Mit Earthquake mache ich nur 18.000. Mit Windfield mache ich nur 18.000. Mit Sandstorm mache ich auch nur 31.000. Das heißt, Burning Field ist hier tatsächlich, ja, bei Mammuts schlechtestes Beispiel, ich weiß, aber ich habe es mir einfach so angewöhnt, schon seit August so zu spielen. Und bei August und vor allem bei Prince lohnt sich Burning Field extrem, weil, nicht Prince, ich sage immer Prince, Ghosts, weil Ghosts sind tatsächlich Wind, da macht Burning Field extra Damage. Also da ist es nicht so, dass Burning Field abgeschwächt ist, sondern da macht Burning Field sogar extra Damage, ja. Also da lohnt sich Burning Field extrem. Also genauso wie ich es gerade gezeigt habe, im Endeffekt mit Stun und Slow. Weil man da aus Burning Field extrem viel Schaden rausholen kann. Mit diesen, wie gesagt, in der Regel, also es sind mindestens 3 Ticks, würde ich sagen. Selbst wenn ein Monster nicht geslowt ist, kriegt es mindestens 3-mal den Burning Field Damage. Damit ist es schon mal besser als Earthquake und Windfield. Und wie gesagt, wenn man es richtig positioniert oder halt die Monster, wie gesagt, gut geslowt und gestunt sind, dann kriegen die meisten in der Regel mindestens 4 und idealerweise zumindest ein paar Monster bis zu 6-mal den Damage. Und das ist halt einfach ziemlich viel Damage. Bei Mammuts halt ausgerechnet leider nicht. Aber obwohl Mammuts sozusagen diesen extremen Debuff haben, weil sie Wasser sind und Burning Field ein Feuerskill ist, macht er trotzdem noch so viel Schaden wie alle Skills, außer mein stärkster Skill. Und das finde ich persönlich schon ziemlich crazy. Und ich denke mal, da kann sich jeder ausrechnen, wie heftig dann Burning Field beim richtigen Element ist oder halt zumindest bei neutralen Elementen. Also wesentlich besser natürlich. Und deswegen benutze ich persönlich gerne Burning Field. Und das war's im Endeffekt. Also so spiele ich Elementor. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also das Hauptziel ist im Endeffekt einfach, die Monster so schnell wie möglich töten. Wie immer halt im Endeffekt. Und ihr seht jetzt gerade, war auch wieder... Also das Ding ist halt, diese Taktik mit Windfield, leider muss man halt sagen, sie funktioniert natürlich immer besser. Also diese Windfield-Avalanche-Taktik, weil das Problem bei Windfield und Avalanche ist, beide haben keine 100% Wahrscheinlichkeit. Avalanche hat 80, Windfield hat 60% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man arbeitet mit sehr guten Wahrscheinlichkeiten, aber es passiert, je mehr Monster man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass es passiert. Doch leider sehr oft, dass halt einfach manche Monster sich einfach nicht slowen und oder stunnen wollen. Und das heißt, einfach jedes Monster
die gesamte AOE ist wegen ein paar Monstern, weil eben nicht jedes Monster geslowt oder gestunt wurde, mehr oder weniger kaputt. Also das ist jetzt auch ein sehr gutes Beispiel, wie es richtig funktionieren kann. Ja, alle Monster gestunt, alle Monster geslowt, kriegen alle den Burning Field Damage ab und sterben innerhalb von kürzester Zeit. Und wie gesagt, muss ihr bedenken, ich spiele gerade absolut ohne Power-Ups. Also dafür finde ich ist die Kill-Time schon ziemlich gut. Mein Equipment ist auch alles andere als gut. Ich habe nur 16% in der Suit. Also ich habe mehr als durchschnittliches Equipment auf jeden Fall. Und der Killspeed ist so wirklich ziemlich nice. Und ja, es funktioniert einfach. Also ich kann nicht mehr sagen, als dass es funktioniert. Ich habe auch schon andere Elementoren gesehen, die spielen ähnlich wie ich. Ja, und es gibt andere, die spielen komplett anders. Kann man auch machen. Aber heute geht es nur um meine Spielweise. So habe ich gespielt. Und wie gesagt, es hat einfach ein paar Leute interessiert, wie ich das so gemacht habe. Und gut, jetzt habe ich nicht mehr gesagt, auf welchen Tasten ich welche Skills habe. Das habe ich nur am Anfang gesagt. Also Avalanche, also ich meine, das ist sowieso was extrem Persönliches. Also ich glaube, dass das ziemlich egal ist. Eine Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass ich meinen Burning Field auf der Taste F9 habe. Und da denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ist das nicht irgendwie voll komisch? Und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, warum ich es genau gemacht habe. Weil es natürlich jetzt schon sehr lange her ist. Ich meine, ich spiele jetzt ja Elementor schon seit einigen Monaten. Und Burning Field habe ich, also nicht erst ab Astria, ich glaube schon ein bisschen früher benutzt, aber so richtig effektiv habe ich es erst bei den Ghosts benutzt. Also da habe ich auf jeden Fall darauf geachtet, dass ich es wirklich immer benutze, weil es da halt extra Damage gegeben hat. Und habe es aber davor auch benutzt. Und ich weiß nicht, ob ich es deswegen am Anfang gemacht habe, aber es ist tatsächlich so, dass mein Ringmaster GT auf F9 hat. Und das heißt, ich wechsle auf meinen Ringmaster, drücke F9. Also ich mache halt sehr oft, dass ich quasi kurz vor der AOE, kurz bevor ich anfange Damage zu machen, nochmal GT aktualisiere. Und dann drücke ich quasi F9 und dann direkt nochmal F9. Also ich mache quasi meinen Action-Slot mit Windfield, wechsle auf den RM, mache GT, während Windfield im Action-Slot läuft. Dann blinkpool ich mich weg, mache Avalanche, beziehungsweise macht auch manchmal direkt Burning Field, je nachdem. Das ist wie gesagt immer von der Situation abhängig. Wenn alle Mobs schon geslowt sind, dann kann man direkt Burning Field machen, dann weg blinkpoolen, dann in Stun, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, im Hintergrund demonstriert. Ja. Und auch da ist es schon so, wenn ihr Slow und Stun auf jedem Mob habt, dann habt ihr garantiert 4-mal Burning Field Damage. Und damit ist es wie gesagt schon ein extrem starker Skill. Und wenn man wie gesagt 6-mal Burning Field Damage bekommt, dann ist Burning Field komplett crazy. Auch bei Mammuts tatsächlich, wobei 6-mal schon sehr viel ist. Also schafft man definitiv nicht bei jedem Monster, das ist tatsächlich fast unmöglich. Aber 4-mal ist sehr möglich. 4-mal ist sehr möglich und bei 4-mal ist es wie gesagt schon einer der stärksten Skills. Und ja, genau. Und ja, deswegen die Taste F9. Also ehrlich gesagt wundert es mich selber, dass ich das so gemacht habe, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, deswegen werde ich es jetzt nicht mehr ändern. Aber ja, das ist ein bisschen weird. Ansonsten Poison Cloud auf 4, Avalanche auf 2 und Windfield ist im Action-Slot. Windfield benutze ich nur über den Action-Slot tatsächlich. Reicht auch. Ich benutze nicht so ultra viel Windfield, deswegen ist der Action-Slot auch nie ausgelastet. Ich habe es auch nur 3-mal drinnen, dass ich, wenn ich mal aus welchem Grund auch immer nicht schnell genug reagiere oder so, dass dann nicht der Action-Slot mich quasi am Ende des Tages tötet, weil ich quasi im Action-Slot sozusagen stuck bin und es irgendwie Blinkpool oder so mich verhaspel oder so und dann, keine Ahnung, wegen dem Action-Slot sterbe oder so. Außerdem overheatet der so schnell, dass du maximal 2-mal 5 Skills benutzt und dann geht's nicht mehr. Von dem her, ohne Activation lohnt es sich nicht wirklich mehr, als 3 Skills in den Action-Slot zu packen. Und ja, das war's im Endeffekt. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut demonstrieren können. Ist natürlich immer schwierig, wenn man es nebenbei in dem Moment noch macht, aber ja, das ist im Endeffekt die Elementor-Kombi. Was ich daran halt einfach so in Anführungszeichen spaßig finde, ich meine, klar, wenn man es jetzt hunderte Stunden gemacht hat, irgendwann ist es einfach nur noch reine Routine. Und ihr werdet im Stream auch sehen, ich mache es nicht immer exakt gleich. Das hängt, wie gesagt, von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ist jedes Monster geslowt? Wie viele Monster habe ich überhaupt gepullt? Welche Skills sind gerade überhaupt verfügbar? Wie sind die Cooldowns? Und so weiter und so fort. Oder lese ich gerade eine Frage vor oder so? Bin ich gerade konzentriert oder nicht? Ja. Also, falls ihr euch denkt, im Video ist das ganz anders erklärt, jetzt machst du es im Stream so. Also, oder manchmal mache ich auch Burning Field vorm Stun, wenn alle Mobs, wie gesagt, geslowt sind. Also, das sind halt einfach so Sachen, die passieren halt einfach, ja, und man nimmt sie einfach mit. Also, es ist dann halt einfach so. Und ja, also ich habe da kein festes sozusagen Regelwerk. Wenn du es nicht so machst, hast du die Combo falsch gemacht und dann hast du schlecht gespielt. Sowas gibt es hier sozusagen nicht. Also
Das ist größtenteils einfach Spiel nach Gefühl. Und was ich, wie gesagt, am coolsten daran finde, ist einfach, dass ich halt wirklich jeden Skill benutze, den der Elementor hat. Mehr oder weniger. Also gibt es irgendeinen AOE-Skill, den ich nicht benutze, können wir gleich nochmal nachschauen, bevor mich diese Monster hier töten, weil gerade alle meine Buffs abgelaufen sind. Also ich glaube, ich benutze jeden Elementor AOE-Skill. Und das ist halt etwas, was mir persönlich jetzt nicht ultra wichtig war. Aber ich finde es einfach cool. Ja, also ich benutze alle Skills außer Electric Shock. Und Electric Shock benutze ich deswegen nicht, weil er ein Melee-Skill ist. Beziehungsweise ein Non-Target-Skill. Das heißt, der Skill wird um den Charakter herum gecastet und trifft nur Monster, die quasi entsprechend nah an meinem Charakter dran stehen. Und ist entsprechend sehr risky zu benutzen. Also wenn man das Geschwindigkeitsset hat tatsächlich und vielleicht mit Scroll of Sprint spielt, könnte und vielleicht mehr Cast-Time hat auch mit dem 135er Set, könnte man es vielleicht riskieren, dass man tatsächlich Electric Shock irgendwie einbaut. Ja, aber ihr seht, die Reichweite ist wirklich verdammt kurz. Also ja, sehr riskant, ob sich das wirklich lohnt bei einem Hit-and-Run Elementor. Ich würde das stark bezweifeln. Also den Skill benutze ich im Endeffekt nur nicht, weil es nicht geht. Ansonsten benutze ich wirklich jeden Skill. Und das, wie gesagt, ich finde es einfach cool, dass Elementor halt eine der wenigen Klassen ist, wo auch wirklich alle Skills eine Rolle haben und alle Skills relevant sind. Weil das halt wirklich bei den wenigsten Klassen eigentlich der Fall ist und ich das einfach cool finde. Und ich habe so damals auch im Live PC mein Elementor gespielt, also nicht meinen Arcanist, den ich dann auf Maximallevel gepult habe, sondern meinen anderen Elementor, den ich mal Just for Fun gespielt habe. Da hatte ich tatsächlich auch im Action-Slot alle Skills drin oder 6 verschiedene Skills drin. Und da habe ich tatsächlich auch so ähnlich gespielt wie hier. Da habe ich ein bisschen mehr mit Face-Tank gearbeitet, weil ich da nicht so gutes Equipment hatte. Aber ja, im Endeffekt spiele ich jetzt hier mehr oder weniger so, wie ich da damals gespielt habe. Und ja, ich hoffe, euch hat die Demonstration gefallen, beziehungsweise ihr konntet was mitnehmen. Und ja, wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr sagt, oh, Elementor spielt man aber anders oder keine Ahnung. Ja, ihr seid eingeladen, es euch für euch zu behalten. Gönnt anderen Leuten ihre Spielweise, ihren Spielstil. Wenn ihr es nicht verkraften könnt, dann ja, selber schuld. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Haut rein. Ciao, ciao.